muss vielleicht anfangen bei den 70er Jahren, also 1970 bis 1980. Wir haben angefangen in einem Dachkämmerli in Kilchberg. Eine wunderschöne Loggia, die du auf den Zürichsee gesehen hast. Und dort drin sind etwa 4 Quadratmeter mit einer Werkbank gewesen. Und dort sind alle die Geräte gestanden. Und dort haben wir angefangen, die ersten Geräte zu entwickeln, der Frankfurter und ich. Die Systeme sind etwa 7 Jahre lang geliefert worden an alle grossen Banken in Europa. Wir sind ja wie Zauberlehrlinge gsi, die bei der Firma Stolz sind, die Weil Hardware gekauft haben. Wie verrückt. Dann haben wir Seminar gemacht in Finnland, in Belgien, England. Wir sind überall rumgereist mit ganzen Koffer voll Material und wir sind die kleinen Helferlein gsi, die Geräte verbunden haben, quasi Spezialhardware. Wir haben sehr grosse Technologiesprünge miterleben in dieser ganzen Zeit vom Anfang an. Ich würde jetzt sagen, dazu mal fast ein bisschen der grössere Sprung, den wir mitgemacht haben. Heute ist vor allem Performance Steigerung, die man beobachtet. Dazumal sind es die Sprünge, dass man eben von keinem Computer zu einem Computer überhaupt gekommen ist. Und in dem Sinne immer sehr interessante neue Technologien kennenlernen. Computertechnologie hat mich immer interessiert. Und da hat man viel sehen. Und das habe ich dann auch aufgesogen. Und da bin ich daheim gsi. Ich habe die Produkte ein bisschen gekannt. Ich habe in der Firma Stolz gearbeitet. Das ist ein Handelsunternehmen für Industrieelektronik. Und da bin ich natürlich am nächsten an Computertechnologie gekommen, über die Herren Furrer und Glor. Und als ich natürlich sehr schnell gesehen habe, die können zwar Computer bauen und entwickeln, das haben sie im Griff. Aber ich habe natürlich von der Verkaufsseite den Markt recht gut gekannt. Ich habe gewusst, wo Kunden hocken. Und das war mein Teil, den ich beisteuern konnte an das Ganze. Das Bindeglied zwischen dem Kunden und dem sehr technisch orientierten Unternehmen ist auch sehr wichtig geworden, um zu sehen, was braucht der Kunde an der Front, was hilft ihm weiter. Und wir wollen genau das Bindeglied sein, dass wir den Kunden eine Hardware zur Verfügung stellen, die ihnen das ermöglicht, erfolgreich zu sein und die Welt voranzubringen. Ich habe rückwirkend recht früh angefangen in der Firma, in der Mitte meiner 20er. Wir haben sehr viel Vertrauen bekommen als junge Leute. Wir haben das auch ausspielen, wir dürfen versuchen, wir dürfen Fehler machen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das weiterhin so haben. Wir haben ein sehr junges Team bei uns, recht cool. Das ist super, was die machen, neue Ideen, wo ich nicht aufkommen würde. Und die sollen ihre Ideen ausleben und erfolgreich sein. Das kommt eigentlich nicht einmal von mir, sondern von unserem CEO. Aber wir sind eigentlich ein Unternehmen mit Start-up-Mentalität, aber mit 40 Jahren Erfahrung. Also wir können extrem schnell auf Änderungen reagieren. Wir können sehr individuell unsere Geräte gestalten innerhalb kürzester Zeit, weil wir selber Produktion haben, aber auch weil unsere Geräte sind eigentlich modular aufbauen. Also es ist wirklich die Mentalität, die von oben her, von unserem CEO her gelebt wird, dass man wirklich einfach macht und manchmal auch mal sich getraut, irgendwelche Fehler zu machen, etwas ganz Neues zu machen. Die ganze Mentalität im Unternehmen ist genau mein Ding. Also der technologische Wandel war in den letzten 40 Jahren natürlich riesig. Wir haben das immer genutzt, also wenn etwas Neues auf den Markt gekommen ist, haben wir das auch umgesetzt. Wenn man zurückschaut, ist das brutal, was gegangen ist. Ich meine, früher hat ein Rechner eine Turnhalle gefüllt, heute haben wir einen Faktor mehr Leistung im Hosensack mit einem Handy. Das ist nicht nur von uns forciert worden, es ist auch die ganze Welt, die das macht. Und es wird
wenn nicht sogar noch schneller auch so weitergehen. Und wir sind am Puls der Zeit und gehen mit. Und es ist auch schön, wir haben noch Produkte aus den 80er, 90er Jahren, die wir heute im Sortiment haben. Wenn man heute mal in diesem nostalgischen Anfangs-Computerzeitalter kann schwelgen oder ja, meine Kindheit noch fast noch mal durcherleben mit diesen alten Systemen. Mein Wunsch ist natürlich, dass wir mit dabei bleiben, dass wir technologisch dabei bleiben. Mut zur Veränderung und Mut, etwas anzupacken. Ich glaube, das ist so und so. Also ich hoffe, sie bleibt weiterhin sehr innovativ, dass sie auch vorne dabei bleiben bei den Technologien, bei neuen Technologien, die aufkommen, dass sie im Teamwork kann weiterarbeiten kann, so wie es jetzt da ist. Da sehe ich recht positiv, dass die Leute da in eine gute Zukunft bringen. Und da haben sie in den letzten Jahren als Gesamtteam extrem gut geschafft. Da steht man nie still, man geht immer weiter. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt haben wir ein Level erreicht, dann kommen neue Ideen, kommen neue Anforderungen von Kunden, die wir matchen dürfen. Also da haben wir ständig dazugelernt in den letzten Jahren. Ich wünsche mir, dass die Produkte sinnvoll eingesetzt werden. Zum Wohl der Menschheit.